Alter! Wow. Ihr könnt keine Autos sehen, ihr seht zwei Dinosaurier. Du denkst, da hinten wird geschossen? Boah. Emotion pur. Der peitscht dich nach vorne, das ist unglaublich. Halt dich fest, halt dich fest. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Flo, vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Aber liebend gern. So, Hallo. es ist Sonntag. Willkommen zurück. Es ist 19 Uhr. Uns beiden kennt ihr ja schon. Welchen? Wir beide automatisch. Ja, dann mach ich so. Das ist so geil. Ja, aber das dürfen wir nicht schneiden. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist Schon wieder. Ja, das ist automatisch. Die aussterbenden Dinosaurier. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Diese Autos sind jetzt auch ausgestorben. Die Hersteller werden nie wieder so ein Auto produzieren, weil die es einfach nicht dürfen. Die würden es gerne, aber die dürfen nicht mehr. Und zwar geht es heute um die aussterbenden Dinosaurier. Es geht um den Ferrari 488 Pista gegen den Huracan STO. Wir haben 3 Kategorien, das heißt, es wird auf jeden Fall einen Gewinner geben. Jeweils ein Punkt pro Kategorie. Du wirst deine Punkte geben, ich sehe deine Punkte nicht. Ich werde meine Punkte geben und euch bitte ich jetzt auch mit zu kommentieren, welches Auto ihr einen Punkt geben würdet. Und zwar Kategorie 1 wird sein Luxus und Design. Kategorie 2 wird sein Sound. Kategorie 3 wird sein Emotion. Boah, Alter! Gelb-Schwarz, Dortmund, BVB. BVB Königsblau-Schwarz, gegen Schalke. Schalke 04, also mehr Derby geht heute nicht. Na? Ihr wisst auch immer, dass ich die Ferrari-Brille auf habe. Deswegen mache ich das heute mit meinem Freund Florian, weil er ist einer der wenigen, der beide Autos besitzt. Ja. Normalerweise schwört der eine auf Ferrari, der andere auf Lamborghini. Ist aber immer wieder schwierige Entscheidung, wenn man sich so beide Autos anschaut. Wer ist hier der Platzhirsch? Wir fangen erstmal Außendesign an. Was sagt ihr? Pista oder STO? Wenn ich jetzt vor diesen beiden Fahrzeugen stehe, die sehen beide aggressiv aus. Gerade bei den STO, Diese das scharfen hier, Kanten. das ist schon krass. Aber wenn ich mir dann den Pista anschaue und hier vorne Mit dem Duck, ja. mit dem Kiem, Ja. da denke ich, Alter, der frisst mich gleich auf. Wiederum finde ich hier die Frontscheinwerfer extremst böse. Bei den Huracan, bei den Pista, der lacht ein bisschen. Der STO ist natürlich viel, ich sag's mal, es hat zwar alles Sinn und Zweck hier, Belüftung, Entlüftung und so weiter, aber trotzdem hat er natürlich viel mehr Ecken, Kanten, Carbon hier auf dem Kotflügel verarbeitet, dann hier ein Riesenloch, da saugt dann noch mal richtig Frischluft rein. Die Kante hier, das hat alles Sinn und Zweck. Das ist nicht einfach so mal gesagt, so designtechnisch, das sieht besser aus. Alleine hier mein Riesenloch, was ich hier habe, hat auch seinen Zweck. Meine Theke hier, verstellbar und so weiter. Das ist alles genial. Und dann gehen wir rüber zu den Ferrari. Der sagt einfach, weißt du was? Weniger ist mehr. Ich brauche keinen fetten Spoiler hinten drauf. Ich brauche hier nicht eine fette Kante. Das brauche ich alles nicht. Ich schaffe es auch so. Ja. Er ist steriler. Er sagt einfach, hier bin ich stehe hier, ich habe 2 Zylinder weniger, Ja. ich habe 2 Turbolader mehr. Die Linienführung vor Pista ist natürlich auch wie eine Welle, gell? Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, also absolut. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Hast du ihn gegrüßt? Ja. Hast du das gesehen? Bin ja immer noch freundlich. Das ist Kundin von mir. Muss ich natürlich grüßen. Das ist so geil. Der redet über den Automatisch, Pista. ja, das mal nebenbei. Nennt man multitaskingfähig damit. Genau. Hier, der hat 10 Zylinder, Sauger, alles, aber größte Witz überhaupt bei Lamborghini, diese Hutze, die 0 Funktion hat. Das finde ich, es ist eine glatte 6. Ja, Jetzt geht es weiter mit Luxus.
Luxus ist natürlich eigentlich schwierig bei Supersportler, gell? Oder nehmen wir es mal Aber Supersportler. ist Alcantara nicht schon Luxus? Guck dir das mal an. Alcantara ist Luxus und es fühlt sich auch sehr wertig an. Das muss ich aber bei beiden sagen, es ist wirklich ein sehr wertiges Alcantara. So, okay, keine Angst, Ja, keine ja, Angst. genau, das zweimal Schaden, einmal links und einmal rechts. Bei den Lamborghini haben wir komplett Carbon schön in matt gehalten. Schön in matt gehalten, ja. Richtig toll verarbeitet. Das seht ihr auch hier an der Kante. Das ist Champions League, so Carbon zu verlegen. Das ist wirklich Champions Wir League. kennen den einen oder anderen Ford GT, der über 1 Million liegt, der Ja. sehr schlecht verarbeitet ist. Dann haben wir hier Einstiegsleisten in Alcantara, auch sehr hochwertig. Und was Lamborghini immer konnte, ist Armaturen. Alcantara, Armaturenbrett schön beziehen. Ja, Das können die sehr das gut. können die. Wenn man hier reinguckt, bei den Ferrari, ist es so wie also es ist puristisch gehalten, aber trotzdem auch was Thema Luxus betrifft, was meine Carbonverarbeitung betrifft, die Alcantara-Verarbeitung betrifft, Spielereien wie Kontraststitching jetzt hier in Gelb und so weiter. Da muss Sebastian lachen wegen Kontraststitching. Und selbst in meinen Keder haben sie Kontraststitching in Weiß gehalten. Ja. Das ist sehr geil. Das sind Das die ist Kleinigkeiten, wirklich die mir immer auffallen. Jetzt Ja. dürfen wir aber den Lamborghini nicht vergessen. Wir machen mal Nö. hier die Tür auf. Und dann, es ist halt typisch Lamborghini. Wir kennen es auch von früher. Egal, wenn wir den Diablo nehmen, wenn wir den Countach nehmen, wenn wir auch den Murcielago nehmen, Aventador, es sind halt extrem viele Knöpfe. Hier haben sie es natürlich auf einen Bildschirm gezogen, ne, sozusagen, was Ja. super zu bedienen ist, was einfach zu bedienen ist. Start-Stop-Automatik, Gewohnt Ausmachen, gleich. Warnblickanlage und so weiter. Finde ich sehr gut, die Linie treu geblieben. Was sagst du zu der Lackierung? Die Qualität der Lackierung ist 1 mit Stern. 1 mit Stern. Aber hier haben wir eine Sonderlackierung. Hier haben wir Sonderlackierung. Giallo Triplo Stato. So, also Dreischichtlackierung, Dreischichtlackierung. dann die Streifen auch lackiert. Sind wirklich lackiert ab Werk, genau. Das ist handlackiert sozusagen. Das Auto ist, das ist so, ich habe einen Anzug an. Ja. Ich habe ein schönes Hemd. Ja. Ich habe alles perfekt. Ich habe aber jetzt, weiß ich nicht, soll ich jetzt Fliege nehmen, soll ich Krawatte nehmen oder soll ich gar nichts, soll ich mein Hemd aufmachen, gar nichts, weil Schweller ist nicht in Carbon. Nein, Das ist so, Alter, warum? das ist so. Ach, das war ist aber so. ab Werk, also nicht ab Werk so, das war halt schon beim Vorbesitzer so. Vom Vorbesitzer so. Richtig. Also Okay. ich habe mir, wie gesagt, nicht neu, den Das habe hat ich nicht neu ungefähr- das gekauft, hat zwar mit ungefähr 1000 8 Kilometer. Das hat ungefähr 8.000 € gekostet. Mach mal einmal deinen Kofferraum bitte auf. Ja, machen wir doch. Was haben wir Neues da? Mach mal deinen Kofferraum bitte auf. Ja, was ist ja da vorne? Mach doch mal auf. Haben wir alles da. Mach mal auf. Wo ist denn dein Kofferraum? Ach so, den haben wir da nicht, der Hamid. Jetzt verarscht mich schon wieder. Du bist da beim Pista. Passt schon. Ich habe eigentlich nur diesen Stift geholt, Hamid. Und der ist da vorne drin. Der ist hier, der Stift. Du wolltest mich. Ich wollte nur diesen Schlüssel holen, damit wir hier aufsperren können. Ich kann nicht mehr. Hier ist er. Schau mal. Ja, mach Ist doch geil, oder? Ja, mach doch mal auf. Nein, den möchtest du jetzt aufmachen. Oder? Danach geht mir nachher nicht mehr verriegelt. Ich hab den noch nie aufgemacht. Ich kann nicht mehr. So, einmal. Nichts kaputt machen, Hamid. Der Flo ist ein bisschen nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Ich habe nur diesen Schlüssel gesucht. Ich kann nicht Ich mehr. wusste, der ist da vorne hab drin. Bauchschmerzen. Aber zunächst. Der lacht immer noch. Ich habe nur diesen Schlüssel gesucht. Da ist dein Kofferraum. Nein, hast du nicht, Mann. Doch. Nein, Digga, das hast du nicht. Kofferraumvergleich. Jetzt wir, ja. haben, wir haben hier ein Ferrari-Cover und ich würde mal sagen, Ich habe aber Lamborghini-Cover auch noch, wenn es wäre. Aber das ist genauso ja, groß. ich weiß, das ist genauso groß. Ich würde mal sagen, Kofferraum gleich 0. 0. Hier Kofferraum, weg ist er. Da ist ganz schön viel. Oh, Verdrängte aber Auto. guck mal das an, das ist auch nicht so schön. Ne? Das kann überall passieren. Ich weiß schon, aber das ist ja drüben auch. Ja, da drüben auch. Ja, Und wo soll das da sein? Stimmt, das ist irgendwo beim Transport passiert. Hier ist noch Krepppapier richtig schön verklebt zum Lackieren. Und dann guckt mal hier. Hier könnt ihr sehen, hier war der auch geklebt. Das Auto hat knapp 400.000 € gekostet. Ja. Genau, und dafür muss ich auch sagen, okay, nicht so gut. Aber wir machen es jetzt wieder zu. Ja, und hoffen, dass wir es wieder verschließen können. Genau. Aber wolltest du mal einen Knopf drin suchen? Nein, den Key. Das ist der Speed Key. Warte Guck mal, wie mal, er sich rausredet, Alter. es hat geklickst, oder? Ja, genau, das ist total einfach. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Was sagt ihr denn? Ihr seid ja jetzt auch dabei. Ihr könnt jetzt auch die Punkte vergeben. Ihr könnt jetzt ganz klar mitmachen und zum Schluss sehen wir, wer gewonnen hat. Ich gebe meinen Punkt Luxus und Design. Erledigt.
erledigt. Sound können wir noch nicht, weil die Autos noch nicht warm sind. Erstmal ziehen wir vor Emotion. Das können wir ja bei der Fahrt erleben. Welches Auto nehmen wir zuerst? Der Gast darf entscheiden. Ich würde mit den Huracan anfangen. Mein Startknopf. Das Auto hat erst 529 Kilometer Richtig? und das ist niegelnagelneu. Wir fangen erstmal ganz easy an. 1A für 1 Automatik. Wir sind jetzt auch erstmal sozusagen in STO. Wir gehen jetzt mal in Trofeo. Das ist echt Wahnsinn, wie der bremst. Unvorstellbar. Auch wieder vom Anzugsverhalten, vom Gas. Unglaublich, Unfassbar. unglaublich. Boah, Alter! Wahnsinn! Wahnsinn, ja. Wie das Auto geht. Alter! Also das ist schon Wahnsinn. Waren wir jetzt bei 50? Das habe ich gar nicht gesehen. Nein, ich auch nicht. Das ging. Ich habe nur kurz 247 gesehen. Was das Auto jetzt an Performance abliefert, das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich, wie das Auto abgeht. Ja. Das ist unfassbar, Mann. Ich würde mal sagen, der Ferrari wird es echt schwer haben. Dieses Auto hat, auch wenn du alleine durch deine Spiegel schaust, hinten deine Theke siehst, Ja. Alcantara schön hier alles. Es ist eine Sportskanone ohne Ende. Das ist Wahnsinn. Oh, das ist nicht normal, wie sich dieses Auto anhört. Boah, boah, Emotionen. Alter, das ist Emotion. Das ist Emotion. Wir haben den Ferrari noch nicht getestet, also wir sind hier schon ziemlich euphorisch. Also der Lamborghini hat echt ganz oben angesetzt. Ja. Boah, wie der knallt. Wahnsinn. Wir sind ja wirklich nicht weit weg vom Motor. Wow. Mega. Wirklich mega. Oh mein Gott, ich gehe nur ganz kurz auf die Bremse. Das ist Wahnsinn, was die Reaktion. Unglaublich, Mann. Ja. Das ist unbeschreiblich. Alter, wie der knallt. Hör dir das Ja. mal an. Diese Emotion, die wir hier aberleben, gell? Das ist schon unglaublich. unglaublich, gell? Das ist unfassbar, wie dies. Alter, du denkst, da hinten wird geschossen. Ja, das ist wirklich Das ist unvorstellbar. unglaublich. Und auch der Und Zug, jetzt? der sofort stattfindet. Boah. Das ist einfach unglaublich. Wir fahren jetzt zurück und picken uns den Ferrari, oder? Bin ich mal gespannt, ja? Ja. Es war Emotion pur. Hier haben wir 720 PS, 640 PS, 10 Zylinder, 8 Zylinder, zweimal Turbo aufgeladen, Saugermotor. Schafft der Pista das? Jetzt könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ja oder nein. Es geht um Kategorie 2 Emotion. Komm. Der brüllt. Start-Stopp-Automatik aus. Und das ist geil. Mein Rückspiegel jetzt. Ich sehe meinen Motor. Das ist natürlich auch immer Alter, geil. ist das schön, ey. Das ist schon mal eine Emotion. So, jetzt haben wir ein bisschen Temperatur erreicht. Und jetzt gehen wir mal 2, 3 Gänge. Und jetzt. Okay, und ab geht's. Wow, Alter! Der hört sich nicht so an wie der Pista, Aber anders. aber der peitscht dich nach vorne, das ist unglaublich. Soundtechnisch packt er dich nicht so. Der macht das so auf eine dezente Art und Weise, aber guck dir das mal an. Boah, Alter, wie schnell der auch schaltet, das ist unglaublich. Wir gehen jetzt auf Gang 4 und geben mal jetzt Gas. Boah, Alter, boah. Wie schnell wir jetzt hochkommen sind von die km/h, das muss man auch mal dazu sagen. Wir waren bei 120, dann waren wir bei 210. Ja, Also das ist ja... Das ist ja bumm. Das ist bumm. Also das muss man mal dazu sagen. Also ich glaube, auf der Rennstrecke ist das Auto dem anderen mehr um Welten überlegen, vom Anzugsverhalten aus der Kurve raus. Glaube ich auch. Man muss natürlich jetzt schon hier auch dazu sagen, gell, Ja, dass dieses Turbogepfeife und so weiter schon auch was Tolles hat, gell, der was mag. der wo es mag. Guck dir das mal an. Das ist Guck dir das Wahnsinn. mal an. Boah, Brutal. der peitscht dich nach vorne und jetzt bam, Alter, das ist Wow. so geil. Das 250, ist so 260, geil. 270.
Das ist unglaublich. Es kommt mir vor, als ob wir 120 Ja, wir waren fahren. jetzt fast bei 300. Unglaublich. Und jetzt bremsen. Wow. Ich fange leicht schwitzen an, das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen Air Condition hier. Also, ich komme leider nur nicht nach vorne. Ich muss schnell was Illegales machen. Schnell abklemmen. So, jetzt du wieder anschnallen. So, Safety first. Oh mein Gott, der So. hat Angst. So. Ich halte mich fest. Oh, das muss man selber erleben. Das kannst du nicht beschreiben. Boah, Alter, Wow. das ist nicht normal. Ah, das ist ja nicht normal. Und jetzt ist die große Frage, was ist Emotion? Ist Emotion Lautstärke, Sound oder ist Emotion, so wie dieses Auto dich nach vorne peitscht und dir diesen Adrenalin gibt? So, und jetzt geben wir mal Gas. Boah, einmal schnell schalten und jetzt auch mal. Alter, das ist gewaltig. Das ist gewaltig, was ich hier erlebe. 6., 5. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Ja, geht nur so. Das ist, Geht wirklich nur so. aber hab ich. hier oben musst du dich festhalten, Mann. Ja, ja, so. Kratzt mir an der Sonnenblende ein. Und jetzt geben wir Gas. Boah, Emotion pur. Das ist Emotion für mich. Das ist wirklich Wahnsinn. So, jetzt kommt's. Wir verteilen die Punkte. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare reingeschrieben habt. Ja. Und ich weiß, dass Lamborghini und auch Ferrari sowas sehr, sehr ungerne sehen. Die wollen solche Vergleiche nicht. Und wir haben heute das einfach gemacht. Oh, da steht schon der STO. Sauer. Für ihn steigt die Spannung. Der will jetzt wissen, was der hier abgeliefert hat. Ich schwöre es euch, Adrenalin pur. Aber wir wollen euch nicht manipulieren. Ihr habt ja Zeit, Punkte zu vergeben. Wir holen unsere Blöcke. Ja. Jetzt kommt ein neues Zettel. E für Emotion. Emotioni. Emozione. So, E. Schreibt deinen Stift. Ja. Alter. So, E. Black Badged. Was haben wir Spicke hier? auch nicht. Ich habe eine T-Tabelle, ne? Hast du Ja, eben über gesehen, ne? T-Tabelle. Ferrari, Wie vorher. Lamborghini. F und L. Auf jeden Fall. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Okay. Bei mir geht es ganz schnell. Ich treffe meine Entscheidung schnell. Ich kann das auch gleich alles begründen. Ich bin gespannt, was ihr gleich sagt. Hast du? Oh, der macht's wieder spannend. Der macht's wieder spannend. Hast du schon? Ja. Ja, okay, leg weg. Passt. Jetzt kommt Sound. Fangen wir erst mit den STO an. Können wir machen. Betriebstemperatur, beide erreicht. Und jetzt kommt dritte Kategorie, letzte Kategorie, Soundcheck. STO gegen den Pista. Ist das jetzt normal? Geh bitte. Wow, wow, Alter. Okay, 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 okay. 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 Der hört mich gar nicht mehr. Das war schon eine heftige Ansage. Wow. Soundtechnisch Wahnsinn. Sagst du einfach nur wow? Einfach nur wow. Jetzt bin ich gespannt. Boah, der hat richtig rausgeschossen. Ja, ja. Ja, ja. Machen wir noch mal? Okay, willst du draußen hören? Soll ich noch mal Gas geben oder reicht dir das so? Ich höre mir sogar hier nochmal einen Pista an. Den habe ich ein Fenster aufgehabt. Hier leider nicht, weil die Kamera da ist. Wow. Okay? Wow. Das Auto ist komplett anders, wenn es jetzt warm ist. Komplett. Das ist wie ein anderes Auto. Du manipulierst schon wieder. Nein, ich manipuliere nicht. Ich bin heute fasziniert vom Pista. Ihr bewertet das so, wie ihr das denkt und wir jetzt auch. Zettel und Stift? Ja. Wir zählen jetzt mal zusammen und schreiben das auf den Zettel. Wir schreiben Endergebnis auf. Kategorie 1. Luxus und Design. LD. Bei mir ist schwarz. Ferrari 1, Lamborghini 0, was Luxus und Design betrifft. Ich hab's grad schon zerstört. Guck mal, wie oft er das durchgeschrieben Ja, ich hat. hab das jetzt so noch nicht machen typisch müssen. Florian, ey. Guck mal,
Ja, Weggestrichen, weggestrichen. Ja, Entschuldigung, ich habe es noch mal ein bisschen Nee, zeig ändern mal müssen. richtig, zeig mal ja, richtig. das sieht mir jetzt Hast du nicht es mehr. richtig scharf 1. 1 und Eins. Lamborghini 0. Haben wir jetzt da 0. Okay, Sound. Jetzt bist du zuerst. Ja, hier geht der Punkt an Lamborghini. Ich bin auch für den Lamborghini. Ich habe mich Emotion für Ferrari entschieden. Ich auch. Also Emotion 1 für Ferrari, 0 für Lamborghini. Richtig? Richtig. Hiermit Okay. ist mein Endergebnis 2:1 für den Ferrari. Meins auch. Wir haben unabhängig voneinander bewertet, sind wir beide aufs gleiche Ergebnis gekommen. Beide auf den Pista. Und ich muss euch eine Sache sagen, das gibt auch der Markt wieder. Der Pista wird deutlich höher gehandelt als der STO. Okay, ist auch länger auf dem Markt, darf man auch nicht vergessen. Und es werden weniger Autos angeboten als der STO. Lasst euch überraschen, wir werden mit Florian noch viel mehr machen. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich bin auf eure Endergebnisse gespannt. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao!